die Familie ist für mich die Grundlage für einen gut funktionierenden Staat. Und ohne Familie ist kein Staat zu machen. Und das hat Politik leider vergessen. Und so hatte ich früher die FDP im Blick, wie so ein Fähnchen im Wind. Und das ist für mich jetzt die CDU, die nicht mehr steht. Kinder dürfen kein Armutsrisiko sein. Und das sind sie bei uns leider. Und leider haben wir auch nicht mehr das Wohl des Kindes im Blick. Hey Leute, Silvia Pantel, hier über die CDU, Friedrich Merz und diese scheinheiligen Brandmauern sagt, das haut rein. Sie erzählt aus erster Hand, wie sie jahrelang gegen Mauern in ihrer eigenen Partei gekämpft hat und warum sie jetzt bei der Werteunion gelandet ist. Wenn ihr wissen wollt, wie Merz versagt, warum die CDU nur noch leere Versprechungen macht und wie die wahre Politik für Familien aussieht, dann bleibt dran. Glaubt mir, das wollt ihr hören. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und vor allem eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! Mein heutiger Gast hat sich für Familien eingesetzt im gesamten politischen Leben. Silvia Pantel saß für die Union im Bundestag, für die CDU genau genommen. Sie hat gegen Kindesmissbrauch gekämpft, sie hat für Familienpolitik gemacht und ist im letzten Jahr aus der Union ausgetreten. Umso spannender und interessanter, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Silvia Pantel. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind jetzt in der Werteunion, werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Mich würde aber zunächst mal interessieren, wie beobachten Sie den Wahlkampf? Vor einem Jahr waren Sie noch in der CDU. Wie sehen Sie jetzt auf Ihre ehemalige Partei? Ich beobachte den Wahlkampf so, dass er so ist wie eigentlich jeder Wahlkampf zuvor. Man redet über viele Dinge, aber man hält nichts. Und in vielen Bereichen, und das ist das, was ich mir auch gesagt habe, meine Lebenszeit ist auch begrenzt. Ich habe für viele Dinge gekämpft, so wie Sie das eben auch gesagt haben. Aber wenn ich nur Versprechungen mache und dann, wenn ich an der Regierung bin, setze ich nichts um, das ist nicht mein Ding. Und wenn ich mir angucke, überall da, wo die CDU Verantwortung hat, ob es gerade um die innere Sicherheit geht, also ich habe immer für Sicherheit, Familie und all das gestanden, da verspricht sie viel und macht nichts. Gucken Sie sich Berlin an. Berlin ist bestimmt nicht sicherer geworden. Gucken Sie sich NRW an. NRW ist nicht sicherer geworden. Bandenkriminalität, Messerstecherei, Gruppenvergewaltigungen, Straftaten en masse. Und wir haben uns alle lieb. Und dann werden 4 Büros jetzt unterschiedlich jetzt als nächstes, da hatten Sie auch darüber berichtet, die Islam, Hass und Hasssprech, ja, also die ganzen Büros, wo man unterhalb der Strafbarkeit sich über jemand anders ärgert, diese Meldestellen, Denunziantenstellen. Das hat es für meine Begriffe in der DDR gegeben. Jetzt gibt es das auch da, wo die Regierung auch von der CDU mit verantwortet wird. Und das ist ein Zustand, der geht nicht. Und wenn ich die Plakate sehe, unmöglich. Wenn Sie in der Union wären, könnten Sie sich jetzt möglicherweise Hoffnung machen, in ein Regierungsamt zu wechseln. Sie setzen sich bei der Werteunion, einer Abspaltung der CDU, ein und haben deutlich schlechtere Chancen, irgendetwas zu gestalten. Warum ist das für Sie ein Vorzug? Ich kann gut schlafen und ich habe immer für die Sache gekämpft und war davon überzeugt, dass das, was die CDU in ihren Programmen stehen hat, auch das ist, was die CDU will. Ich habe was ganz anderes erfahren. Und deshalb ist es mir lieber, dass ich für eine Partei kämpfe, die im Aufbau ist. Die hat sich im Februar gegründet. Der Vorsitzende ist ehrlich, die Leute, die da drin sind. Hans-Georg Maaßen ist der Vorsitzende. Hans-Georg Maaßen ist der Vorsitzende. Da kann ich ja auch gleich noch mal was zu sagen, dass ihm wirklich großes Unrecht getan wurde. Ich war dabei und ich habe eben gesehen, dass das, was die CDU mal verkörpert hat, ich bin unter Kohl in die CDU eingetreten. Und ich habe an verschiedenen Papieren mitgearbeitet. Ich war auf den Parteitagen unterwegs. Ich habe ganz viel Zeit investiert und ich habe daran geglaubt, was ich getan habe. Und ich bin überall vor Mauern, so wie Sie jetzt auch Ihre Brandmauern haben, getreten. Und das sollte man nicht sagen, das darf man nicht sagen. Damit kann man nicht in die Öffentlichkeit gehen. Diese Frage sollte ich jetzt nicht stellen. Dieses Problem können wir jetzt nicht angehen. Und so haben sich die Probleme, die wir in unserem Land haben, sind sie immer stärker geworden und das konnte ich nicht mehr mitmachen. Und das ist unter Friedrich Merz auch nicht anders geworden? Nein. Sie wissen, ich habe für Friedrich Merz
unheimlich gekämpft. Ich habe mich mit Laschet angelegt, ich habe mich mit allen angelegt. Ich war 10 Jahre Sprecherin des Berliner Kreises und wir alle haben alles unternommen, damit es diese Abstimmung gab unter den Mitgliedern und danach, dass er das wurde. Und leider, er hat mich sehr enttäuscht. Hat es einen speziellen Auslöser gegeben, dass Sie vor knapp einem Jahr ausgetreten sind, oder war das ein längerer Entfremdungsprozess? Mit der CDU war es ein längerer Entfremdungsprozess. Dann hatte ich eben Friedrich Merz, wo ich gedacht habe, er wird es wenigstens in die Richtung ein bisschen richten, und er hat gar nichts getan. Wenn ich mir ansehe, das Programm ist gut, ja, ne, kann man unterstreichen, aber man soll die Leute an ihren Taten messen. Und wenn ich dann sehe, was passiert ist, nicht viel. Gucken Sie sich jetzt alleine diesen kurzen den Spielraum an, wo jetzt die Union im Bundestag, weil es eben keine Fraktionen gab, die zusammengearbeitet haben, keinen Koalitionsvertrag, den man einhalten musste. Jetzt hätte die CDU Stärke zeigen müssen. Jetzt hätte die CDU Anträge bringen können. Und gut, wenn es dann Zufallsmehrheiten gibt, dann gibt es Zufallsmehrheiten. Aber die CDU hätte ihren Weg zeigen können, wenn sie es gewollt hätte. Sie hat es nicht gemacht. Zufallsmehrheiten ist ein Synonym für Mehrheiten mit der AfD. Richtig. Und wenn es aber um die Sache geht und nicht um Brandmauern, nicht um Egos, sondern um unser Land, dann muss die Sache doch wieder nach vorne kommen. Das, was sich leider in den letzten Jahren etabliert hat, ist, dass gesagt wird, das kommt aus dessen Munde und deshalb ist es falsch. Und das ist sowas für meine Begriffe von verrückt. Wenn eine Sache richtig ist, dann ist sie richtig. Und dann muss ich gucken, ist die gut für unser Land, ist die gut für unsere Bürger oder nicht. Und das, was hier passiert ist in den letzten Jahren, da hat man eben gesehen, dass man Dinge getan hat, wo man glaubte, dass das für die Partei gut ist. Ich kann mich an einen Spruch erinnern, dass wir als CDU immer gesagt hatten, als ich noch in der CDU war, erst das Land und dann die Partei. Und so wie man jetzt sieht, wie sich die CDU entwickelt hat, ist es genau umgekehrt. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie sich in Friedrich Merz getäuscht? Ist die Partei in den Jahren unter Angela Merkel eine andere geworden? Also ich habe ja in vielen Dingen, es ging mir immer um Sachpolitik und nie darum, Sie hatten eben gefragt, warum ich denn nicht jetzt eventuell ein Mandat anstreben würde in der CDU. Ich würde mich da nicht wohlfühlen, weil es nicht mehr um die Sache geht. Und wenn ich doch sage, dass das und das gut ist für unsere Familien, für unsere Bürger, für die Wirtschaft, es liegt für meine Begriffe zu viel gerade in Trümmern. Und da hat man über vieles geredet. Ich habe für meine Begriffe gedacht, dass Friedrich Merz ein Wertkonservativer ist, der dann eben auch wertkonservative bürgerliche Politik umsetzt. Das tut er aber nicht. Und nimmt er Rücksicht auf bestimmte Parteiflügel? Ich glaube, dass er Rücksicht darauf nimmt, dass er für alle mit allen koalieren kann. Und so hatte ich früher die FDP im Blick, wie so ein Fähnchen im Wind. Und das ist für mich jetzt die CDU, die nicht mehr steht. Und ich hatte eben meine großen Probleme damit, ich war eingeladen, da war ich noch Sprecherin des Berliner Kreises. Und da hatte Herr Merz mir vorgeworfen, dass wieso ich denn so sehr zu Herrn Maaßen halten würde. Herr Maaßen wäre doch illoyal gewesen Herrn Seehofer gegenüber. Das könnte er nicht verstehen und da war er auch sehr ungehalten. Und man muss ja wissen, dass man Herrn Maaßen innerhalb der CDU vor ein Gericht gezerrt hat. Das hat Herr Maaßen gewonnen. Das heißt, ist quasi von einem CDU-Gericht ist er freigesprochen worden. Dann geht man in Berufung, damit Herr Merz nichts mehr machen kann erstmal. Die Berufung, also wie lange das dauert, wie lange er da politisch tot ist, das steht dann im Raum. Obwohl man wusste, dass er nichts gemacht hat. Herr Maaßen hat nicht gelogen. Und dann bin ich hergegangen und habe Herrn Seehofer angerufen, weil ich das nicht im Raum stehen lassen wollte. Das andere wusste ich, das andere kann ich bezeugen, dass Herr Maaßen sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Und dann habe ich Herrn Seehofer angerufen und Herr Seehofer hat gesagt, Frau Pantel, sie sagt immer Pantelchen, du weißt doch, wenn man mit Nebelkerzen schmeißt, dann müsste mir doch klar sein, dass da nichts dran ist. Er könnte mir ganz klar sagen und wartet auf einen Anruf von Herrn Merz, der dann nachfragen kann, dass er der beste Mitarbeiter war, den er je hatte, dass er der loyalste Mitarbeiter war, den er je hatte
Und das Einzige, warum er ihn hat entlassen können, weil es entweder um seinen Job gegangen wäre oder um den von Herrn Maaßen. Und da war es so, dass die Frau Nahles und auch Frau Merkel wollten, dass Herr Maaßen entlassen wird, und das hat er getan. Für diejenigen, die den Vorgang vielleicht nicht mehr ganz präsent haben, Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, hat damals nach den Unruhen in Chemnitz gesagt, es gab keine Hetzjagden, von denen auch die Kanzlerin und ihr Sprecher damals gesprochen hatten. Und da gab es lange Querelen und am Ende hat dann, glaube ich, der Koalitionspartner SPD in Gestalt von Frau Nahles sich durchgesetzt und hat gesagt, den wollen sie weghaben, und Seehofer hat sich am Ende gebeugt. Nachdem er sich allerdings lange vor Herrn Maaßen gestellt hat. Er hat ihn, ich habe das noch einigermaßen präsent, er hat ihn dann ins Ministerium geholt nach der Ablösung, aber der Koalitionspartner wollte ihn weghaben. Eine unglückliche Affäre, die aus meiner Sicht für die Union so nicht hätte enden müssen, aber Friedrich Merz wollte dann Herrn Maaßen offensichtlich auch raushaben. Also ist der Sache nicht nachgegangen. Das war für mich eine große Enttäuschung. Dann gab es die Legalisierung von Cannabis. Die CDU hat immer dafür gestanden. Wir wissen, dass es schlecht ist für Jugendliche, dass es schwierig ist mit der Gesetzgebung, die wir jetzt haben für die Polizei. Es gibt Studienlagen ohne Ende, dass die Legalisierung von Cannabis nicht gut ist für unsere Bevölkerung. Hat aber die Union nicht zugestimmt, oder? Die CDU hat es aber laufen lassen. Es ist ja so, dass man im Bundesrat gegen dieses Gesetz hätte stimmen können, und dann hätte es im Bundesrat keine Mehrheit gekriegt. Dasselbe ist, selbst wenn ich dagegen stimme, das ist genauso, als wenn ich Ihnen was Nettes erzähle und dann, wenn ich Taten folgen lassen müsste, dass dann nichts kommt. Dasselbe war beim Selbstbestimmungsgesetz. Das Selbstbestimmungsgesetz, da hätte man eine Normenkontrollklage eingehen können. Das kann nur eine so große Fraktion eben aus dem Bundestag. Hat sie aber nicht gemacht. Wie erklären Sie sich das? Dass man kompatibel ist mit den Grünen.